Seid gegrüßt, ihr Helden da draußen. Ja, Hotfix Nummer 5 steht vor der Tür und was das für euch morgen heißt, das klären wir in diesem Video. Und falls ihr in Zukunft solche brisanten News nicht verpassen wollt, dann klickt doch gerne mal auf den Abo-Button. Wir würden uns freuen und ihr seid auf dem neuesten Stand. Lasst uns keine Zeit verlieren. Let's go! Mit dem letzten Hotfix haben wir sehr viel Feedback von euch umgesetzt. Aber eine Sache habt ihr immer wieder gefordert, und zwar das alte UI. Und um euch da bestmöglich entgegenzukommen, gibt es ab jetzt eine Neuerung im Spiel. Und somit ist ab jetzt das klassische Menü verfügbar. Und was das ist, das zeige ich euch gleich. Erstmal zeige ich euch, wie man dorthin kommt. Sobald ihr euch nach dem Update das erste Mal einloggt, erscheint ein Hinweis. Hier könnt ihr das klassische Menü auswählen, indem ihr auf Einstellungen klickt. Das funktioniert aber auch über das Zahnrad. Danach klickt ihr auf Anzeige und dann könnt ihr unter Menü-Layout die einzelnen Menüs sehen. Hier habt ihr die Wahl zwischen dem Standardmenü, dem Kompaktmenü und dem klassischen Menü. Jetzt will ich euch aber nicht zu lange auf die Folter spannen. Lasst uns doch mal angucken, wie das klassische Menü so aussieht. Und natürlich, wie der Name schon sagt, ist das klassische Menü an das alte UI angelehnt. Und genau so funktioniert es auch. Über die Taverne kommt ihr wieder zum Schankraum, zur Stadtwache, zum Becherspieler und zur Toilette der arkanen Götter. Mit einem Doppelklick auf die Arena kommt ihr wieder zum Arena-Manager, durch den Waffenladen gelangt ihr zum Schmied und durch den Zauberladen wieder zur Hexe. Der Doppelklick auf den Stall führt euch zu den Pets und auch der Doppelklick auf die Festung führt euch wieder zur Unterwelt. Klickt ihr zweimal auf die Post, kommt ihr zum Gaukler-Goblin und das gleiche gilt auch für die Ehrenhalle, denn da kommt ihr wieder auf die internationale Ehrenhalle. Und natürlich könnt ihr auch über Mobile das klassische Menü aktivieren und hier seht ihr nochmal, wie das Ganze aussieht. Und eine Sache dürfen wir nicht vergessen, und zwar die Timer sind jetzt auch wieder im alten Design. Diese befinden sich jetzt wieder auf einer Kategorie. Ich warte zum Beispiel gerade auf meine Stadtwache, auf den nächsten Arena- und Petkampf und natürlich ist die Edelsteinsuche auch voll im Gange. Das neue Menü ist nicht die einzige Änderung, die es mit diesem Hotfix gibt. Ab jetzt könnt ihr euch im Waffen- und im Zauberladen Verkaufswerte eurer Items anzeigen lassen. Dafür müsst ihr wieder in eure Einstellungen, dann auf Anzeige und dann einen Haken setzen bei Ertrag auf Items anzeigen. Das funktioniert allerdings auch bei der Hexe, denn ab jetzt könnt ihr bei jedem Gegenstand, der prädestiniert für den Kessel ist, euch den jeweiligen Goldwert anzeigen lassen. Und das ist doch eine schöne Sache. Natürlich besteht der Hotfix nicht nur aus Neuerungen, sondern es wurden auch Fehler behoben. Wenn zum Beispiel bei einem neuen Server bei der Hexe der Braustand seine maximale Anzahl erreicht hat, kann man jetzt sehen, wann die daraus resultierende Verzauberung fertiggestellt wird. In der Ehrenhalle ist es jetzt wieder möglich, über die Pfeiltasten Platz 1 zu erreichen und wenn ihr einen Spieler sucht, dessen Namen dann mit Enter bestätigt, greift ihr diesen nicht mehr automatisch an und falls ihr ihn doch angreifen wollt, müsst ihr noch einmal Enter drücken. Und auch unsere Reittiere im Stall hatten beim Pet-Event ziemlich wilde Grafiken und die sehen jetzt wieder gut aus, die glänzen in voller Pracht. So Leute, das war's mit dem Video und jetzt seid ihr gefragt. Schreibt gerne mal ein Feedback in die Kommentare und wie gesagt, falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt und damit meine ich News, Tutorials oder mehr, klickt gerne mal auf den Abo-Button. Wir freuen uns und ich sag, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.